Hallo ihr Lieben, ich war die letzten 14 Tage hier an der holländischen Küste und das Wetter war rau, aber schön. Und das ist eine typische Szene, die mich erinnert hat an ein altes Video von mir. Es ist 10 Jahre alt. Ich habe damals mit Spachtelmasse und flüssiger Farbe gearbeitet und auf ganz einfache Weise eine Seelandschaft gemalt. Ich entschuldige mich schon mal für die schlechtere Qualität. Damals war ich noch nicht so weit. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Hallo liebe YouTuber! Heute möchte ich mit euch mal eine Landschaft umsetzen, und zwar habe ich hier eine Leinwand, eine alte Leinwand, die ich mit Gesso grundiert habe, ist auch noch nicht ganz trocken, wie ihr seht. Man kann hier auch die alte Bemalung noch durchschauen. Ich werde das weiter noch mit Gesso ein bisschen bearbeiten, dann wird das etwas in den Hintergrund treten. Ich habe mir ein ungewöhnliches Format, diesmal auch quer, genommen. Das quer ist natürlich nicht so ungewöhnlich für die Landschaft. Ich möchte die Horizontlinie hier ungefähr in diesem Bereich haben. Das heißt, ich spachtel das Gesso jetzt auch so auf, dass hier mehr Struktur ist am Horizont und hier unten und oben halt weniger. Okay, ihr könnt mir dabei zusehen im Schnelldurchlauf. Viel Spaß dabei! Ich weiß nicht mehr, was ich damals für eine Spachtelmasse genommen habe, aber ihr könnt eigentlich jede Spachtelmasse nehmen. Unten spachtle ich sehr dünn und erzeuge unterschiedliche Strukturen mit meinem normalen Spachtel. Ihr könnt aber auch andere Werkzeuge benutzen. Oben verteile ich die Masse mit einem Pinsel, das ergibt dann weichere Strukturen. Und in der Mitte, wo der Horizont zu sehen ist, also vielleicht ein paar Felsen oder eine Stadt in der Ferne, spachtel ich dicker auf und lasse das Ganze anschließend gut trocknen. So, sobald alles trocken ist, kann ich mit meiner Farbe beginnen. Jetzt mixe ich mir Preußisch Blau, Englisch Rot und gebranntes Siena mit Wasser und trage es ungleichmäßig und recht fließend auf. Die Farben sollten mit Wasser verdünnt werden, damit sie schön transparent wirken. Achtet darauf, etwas mehr Rot und Sienna zur Mixtur zu geben, wenn ihr an die untere Hälfte des Bildes kommt.
Die Ränder könnt ihr mitmalen oder auch so lassen. Ich habe hier die Oberfläche ein bisschen trocknen lassen, bis sie nicht mehr so ganz glänzt. Und später werde ich einen Teil der Farbe wieder entfernen. Ich nehme hier ein Papiertuch, was ich anfeuchte. Heute würde ich allerdings eher ein Fließtuch nehmen, weil es nicht so viel fusselt, oder einen Baumwolllappen. Diesen macht ihr gut nass und dann könnt ihr mit leichtem Druck die Farbe stellenweise entfernen. Dabei kommen die Strukturen deutlicher zum Vorschein. So könnt ihr auch einige Stellen aufhellen. Auch das ist eine aleatorische Technik, also eine Zufallstechnik, denn es lässt sich nicht komplett steuern, was dabei herauskommt. Mein Keilrahmen hat ein Mittelkreuz bzw. ein Mittelholz und wenn ich darüber reibe, zeichnet sich das manchmal etwas ab. Deswegen reibt dort vorsichtig und vielleicht haltet ihr auch, während ihr an dieser Stelle reibt, eine Hand darunter. Dort, wo der Himmel sein soll und auch in einer kleinen Partie unterhalb des Horizonts, trage ich ein sehr stark verdünntes Weiß mit einem trockenen Pinsel auf. Ich verreibe es richtig in die Oberfläche. Und dort, wo ich noch heller werden will, warte ich einfach, bis die Oberfläche trocken ist und trage dann eine weitere sehr dünne weiße Schicht auf. Hier könnt ihr später mit einer Lasur noch andere Töne hineinbringen. Ich werde hier meine Demonstration an dieser Stelle beenden. Natürlich kann man hier noch weiterarbeiten, noch Strukturen betonen, noch weitere Farben hineinbringen. Aber so ist es auch schon eine schöne Seelandschaft und erinnert mich sehr an meine Eindrücke des Urlaubs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Tschüss!